Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Wo bleibt deine Zunge beim Blockflötenspiel? Oder besser gesagt, ich zeige euch heute mal 3 möglicherweise auftretende Probleme beim Zungenstoß eures Blockflötenspiels auf und erkläre euch, wie die entstehen und was ihr daran ändern könnt. Also ganz allgemein solltet ihr wissen, dass man beim Blockflöte-Spielen einen Zungenstoß verwendet. Das heißt, dass man im Prinzip bei jedem Ton mit der Zunge an den Gaumen stößt, um die Töne schön zu artikulieren. Sonst würde alles nur wie ein Brei klingen. Man nennt das auch die Artikulation und die brauchen wir, damit es auch nicht so wie genuschelt klingt. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn ich mit Bindungen spiele, Legato spiele ohne Zungenstoß, dann lässt man die Zunge auch mal weg. Für ein paar Töne, aber so grundsätzlich spielen wir mit dem Zungenstoß. Der findet am Gaumen statt, mit der Zungenspitze hinter den Zähnen und die Blockflöte bleibt vor den Zähnen. Die meisten von euch wissen das sicherlich, aber es kommt trotzdem manchmal vor, dass Leute beim Blockflötespielen mit der Zunge an die Flöte stoßen oder mit den Zähnen auf die Flöte beißen oder beides kombiniert. Das ist dann also nicht gut. Euren Mund müsst ihr natürlich so wie eine kleine Schnute machen und die Blockflöte bleibt vor den Zähnen, die Zunge dahinter. Und wie gesagt, den Zungenstoß machen wir mit der Zungenspitze und nicht mit der Fläche der Zunge, außer bei der Doppelzunge, aber da wollen wir jetzt heute nicht drüber reden. Normalerweise macht ihr das mit der Zungenspitze. So, jetzt gibt es 3 typische Sachen, die auftreten können, wo es blöd klingt, wenn ihr spielt, wo es nicht schön klingt und ihr vielleicht nicht mal wisst, dass das am Zungenstoß liegt. Und da wäre das erste Ding, was häufig vorkommt, dass man bei den Abschlüssen der Töne so ein unschönes nach oben schießen, so ein, ich nenne das immer ein Pft hört. Natürlich müsst ihr auch euren Atem unter Kontrolle haben, einigermaßen, sodass eure Luft nicht einfach rausflutscht. Aber es liegt oft auch am Zungenstoß, der am Ende des Tones dann gemacht wird und einfach zu heftig ist mit der Zunge. Ich habe das ja schon mal in einem anderen Video erklärt. Ihr könnt die Töne beenden, indem ihr einen Zungenabschluss macht. Das heißt, indem ihr am Ende des Tones nochmal ganz sachte mit der Zungenspitze an den Gaumen dran geht, so wie zu Anfang des Tones, aber viel vorsichtiger. Ihr könnt den Ton aber auch beenden ohne den Zungenabschluss. Wie gesagt, das habe ich ja schon mal in einem Video erklärt und auch schon öfters. Aber wenn ihr das mit Zungenabschluss macht, dann muss erstens mal euer Ton noch bis zum Schluss schön gerade bleiben und nicht außer Kontrolle geraten. Und dann muss der Zungenabschluss sanft gemacht werden. Und auch wenn viele von euch das im Grunde wissen, passiert es euch vielleicht, und das liegt dann in den meisten Fällen, nach meiner Erfahrung, daran, dass ihr dann nicht mehr richtig hinhört aufs Ende des Tones, weil ihr schon gedanklich am Weiterspielen seid. Und jetzt kommen wir gleich zum zweiten Problem, das auftreten kann und das häufig kombiniert erscheint mit diesem ersten Problem, nämlich das sogenannte Klappern eurer Zunge. Das heißt, dass ihr, wenn ihr spielt, bei jedem Ton so ein unschönes Klappergeräusch hört. Natürlich, wenn ich mich direkt neben jemand stelle, so mit dem Ohr dran, dann höre ich die Zunge vielleicht. Aber bei manchen Spielern klingt es auch von weit her wie ein Nebengeräusch, dass man bei jedem Ton so ein Tak, 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 so ein Klappern eben hört. Und das liegt meistens daran, dass ihr eure Zunge beim Artikulieren, beim Anstoßen zu weit vom Gaumen entfernt habt. Das heißt, eure Zunge, die hängt in eurem Mund ziemlich weit unten
Also wenn ich mich ganz entspanne und nichts tue, das müsst ihr mal ausprobieren, dann hängt ja die Zunge unten. Bloß zum Spielen braucht ihr die Zunge weiter oben. Denn was passiert, wenn es klappert bei manchen Spielern, dann ist die Zunge in dem Moment, wo sie nichts tun muss, unten und dann muss sie ein Dü machen. Das heißt, die Zungenspitze muss oben am Gaumen anstoßen und dann geht die Zunge wieder ganz zurück nach unten. Und dieser Weg ist einfach zu weit. Das heißt, ihr solltet versuchen, eure Zunge schon weiter oben zu haben, dass der Weg nicht so weit ist für die Zungenspitze, um da vorne anzustoßen. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick oder ein Hilfsmittel. Wenn ihr mal ausprobiert, auf Deutsch ist das jedenfalls so, das Wort jede zu sagen. Jede. Macht das mal in Ruhe, dann merkt ihr, jede, bei dem je geht die Zunge so breit auseinander und je, also ich probiere es gerade noch mal selber. Ich hoffe, dass das bei euch allen so ist. Dann geht die Zunge an die oberen Backenzähne dran. Jede. Und das D ist dann sozusagen der Zungenstoß. Jede. Also so könnt ihr euch das vorstellen. Ja? Und wenn ihr jetzt dieses Klappergeräusch hört bei euch und nicht wisst, woran es liegt, dann achtet mal drauf, dass ihr also euren Mund schön fokussiert nach vorne wie eine Schnute habt und dass eure Zunge möglichst schon nah am Gaumen ist, wenn ihr spielt. Das wird vielleicht nicht von einer Sekunde auf die andere klappen, wenn ihr das anders gewohnt seid, aber es soll ja klappen irgendwann und nicht klappern. Also probiert das mal aus mit diesem Sprechen. Ich weiß jetzt nicht in anderen Sprachen, also viele Zuschauer sind ja auch aus dem nicht deutschsprachigen Raum hier. Vielleicht auf Englisch yesterday, yesterday. Dann komme ich jetzt zum dritten und letzten Problem, das auftreten kann beim Zungenstoß, zumindest für heute. Wir haben ja massenhaft Probleme beim Blockflötenspiel, die wir alle meistern können natürlich. Und das ist vielleicht ein bisschen subtiler, das ist vielleicht bei den weit Fortgeschrittenen unter euch ein Thema. Man muss ja versuchen, damit es gut klingt, auch als Anfänger, aber auch als Fortgeschrittener, möglichst zu variieren mit dem Zungenstoß. Also mal härter anzustoßen, eher mit einem Tü und manche Töne weicher anzustoßen mit einem Dü oder noch weicheren Artikulationen wie Lü oder Rü und so weiter. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, was die meisten von euch machen und was auch wirklich sinnvoll ist, entweder Tü oder Dü zu verwenden, also hart oder weich. Und was dann manchmal passiert bei wirklich fortgeschrittenen Spielern, dass das Tü richtig gut klingt und deutlich und dass das Dü zu weich klingt. Dass das Dü eigentlich, wenn man hinhört und 2 Meter entfernt steht, klingt wie ein Lü. Also dass es klingt wie Tülü, Tülülülü. Und was dann möglicherweise passiert ist, obwohl man Tü, Dü, Dü spielen wollte, ist, dass das T zwar mit der Zungenspitze angestoßen wurde, aber das D mit dem Zungenrücken. Und das ist nicht gut, denn wenn wir mit dem Zungenrücken anstoßen, dann gehen wir schon Richtung Doppelzunge und da brauchen wir in sehr schnellen Stücken, zum Beispiel in Frühbarock, auch mal den Zungenrücken, der auch mal so weich anstößt. Aber normalerweise, wenn ihr ein Stück im normalen oder auch gemäßigten oder etwas schnelleren Tempo spielt, dann müsst ihr einfach das Dü verwenden und wenn das Dü zu weich und zu undeutlich klingt, dann achtet mal drauf, ob ihr es vielleicht so gemacht habt, dass ihr bei dem Wechsel von härterer Artikulation, also Tü, zu der weichen Artikulation, dann statt der Zungenspitze den Zungenrücken eingesetzt habt. Also dass ihr quasi mit der Zunge vorne, hinten angestoßen habt. Und das soll nicht sein. Das Dü müsst ihr auch mit der Zungenspitze machen, nur halt ein bisschen weicher. Gut, das waren jetzt 3 mögliche Probleme, die auftreten können. Ich muss aber dazu betonen, dass die Basis von dem allem, damit die Artikulation überhaupt gut funktionieren kann, eure Atemführung ist.
eure Atemstütze, die Führung eures Atems. Denn die Zunge, die wird sozusagen auf dem Luftstrom getragen. Das heißt, diese ganze Technik, wo die Zunge anstößt, wie ihr es machen müsst, die muss immer einhergehen mit dem Training eurer Atemstütze und eurer Atemführung. Und da kann ich euch, wenn ihr euch da vertiefen wollt, auch wenn ihr erst etwas fortgeschritten seid, meinen Blockflötenkurs Blockflöte Next Level empfehlen. Das ist ein Video-Online-Kurs. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen auf Viras Blockflötenkanal. Bis dahin, tschüss!